Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und auf meinem Kanal findest du Tipps und Tricks, damit das schönste Hobby der Welt noch ein kleines bisschen einfacher wird. Und in diesem Video zeige ich dir mal einen kleinen Pattern-Hack, wie du nämlich zu meinem Schnittmuster Kinderleggings Calzonaki so einen kleinen Rüscheneinsatz nähen kannst. Viel Spaß! Grundlage für dieses Tutorial ist mein Schnittmuster Kinderleggings Calzonaki, das ich dir in der Infobox noch einmal verlinkt habe. Die Leggings Calzon findest du auch für Erwachsene in den Größen 34 bis 58 in 3 unterschiedlichen Buntweiten als E-Book oder als Papierschnittmuster in meinem Shop. Und falls du dich alleine an dieses Projekt noch nicht herantraust, dann schau mal auf meiner Website. Dort findest du einen ausführlichen Online-Kurs, wo ich dir alles Schritt für Schritt erkläre. Ich zeige dir, was in der Vorbereitung zu beachten ist, wie du die richtige Größe findest, wie eine Leggings mit der Nähmaschine oder auch der Overlock genäht wird, wie du den Schnitt an deine Figur anpassen kannst und was sich aus dem Schnitt noch so alles zaubern lässt. Ich beginne damit, den Einsatz einmal einzuzeichnen, und zwar beginne ich etwa im hinteren Drittel und zeichne mir das jetzt kreisrund bis zur Schrittnaht ein, aber nicht bis unten an die Spitze, sondern etwa 2 cm davor endend. Das Ganze schneide ich jetzt einmal aus und dieses Schnittteil wird gleich das Teil, wo die Rüschen aufgenäht werden. Jetzt werden die einzelnen Schnittteile ausgeschnitten und dort, wo ich das Schnittteil auseinandergeschnitten habe, kommt zusätzlich noch jeweils 1 cm Nahtzugabe dazu. Jetzt beginne ich damit, den Rüscheneinsatz vorzubereiten, und dafür nehme ich die beiden Schnittteile, lege sie rechts aufeinander und nähe sie an der Schrittnaht zusammen. Dafür stecke ich jetzt die Kanten genau übereinander und fixiere das Ganze mit ein paar Klammern. Alternativ kannst du natürlich auch Stecknadeln verwenden. Zum Zusammennähen habe ich einen dehnbaren Stich verwendet, einen kleinen Zickzackstich, und auf dieses Schnittteil werden jetzt die Rüschen aufgenäht. Für die Rüschen schneide ich mir jetzt ein paar Streifen zurecht und diese sollten mindestens doppelt so lang sein wie die breiteste Stelle des Einsatzes, damit alles schön zusammengerüscht werden kann. Hier lege ich mir den Stoff jetzt einmal vierfach und schneide mit dem Rollschneider ein Stück ab, das etwa 4 cm breit ist. Die Streifen werden jetzt einmal zusammengerüscht. Dafür stelle ich einmal die Stichlänge auf Maximum, bei mir 5, und die Nadelposition verstelle ich ganz nach rechts. Jetzt nähe ich genau an der Kante und halte oben aber mit der Hand den Oberfaden auf Spannung. Und dadurch kräuselt sich unten der Streifen wie von Geisterhand ganz automatisch zusammen. Ab und zu nochmal aufpassen, dass einem die Rüsche von hinten nicht nach vorne rutscht und sie nochmal festgenäht wird. Und so wird einmal komplett alles zusammengerüscht und die Rüsche dann im Anschluss angenäht. Die fertige Rüsche lege ich jetzt einmal gerade oben an die oberste Kante von meinem Einsatz. Hier hat sich die Rüsche etwas sehr stark zusammengerüscht, das macht aber nichts, die kann man auch ein bisschen wieder auseinanderziehen und dann den Stoff gleichmäßig an der oberen Kante verteilen. Links und rechts fehlt durch das Auseinanderziehen jetzt noch ein bisschen Rüsche, das macht aber nichts, denn das kann man hier auf dem Garn ganz gut und gleichmäßig verteilen, sodass auch an den Rändern dieses Stückchen Stoff gerüscht ist. Und wenn die Rüschen gleichmäßig verteilt und gesteckt sind, können sie angenäht werden. Dafür nutze ich jetzt diesen elastischen Stich, der ähnlich ist wie ein kleiner Zickzackstich. Die Nadelposition ist jetzt wieder in der Mitte, sodass ich nicht über den Kräuselfaden von eben drüber nähe, sondern ein Stück links davon. Zwischendurch nutze ich jetzt hier meinen Nahtauftrenner, um die Rüschen nochmal ein bisschen gerade zu ziehen und vor allem oben gleichmäßig an die Kante anzulegen. So sieht die erste fertig angenähte Rüsche dann aus, und jetzt muss ich nur noch den Faden entfernen, mit dem ich zuvor den Stoff gerüscht habe.
Die zweite Rüsche setze ich dann unterhalb der ersten Rüsche an, und zwar lasse ich dazwischen etwa 2 bis 3 cm Abstand. Wichtig ist jetzt, dass, wenn die obere Rüsche runtergeklappt wird, sie über der unteren Rüsche liegt. Die zweite Rüsche nähe ich dann genauso an wie die erste und insgesamt nähe ich hier auf dem Einsatz 4 Rüschen auf. Alles, was links und rechts davon übersteht, schneide ich ab. Jetzt geht es darum, die Leggings zusammenzusetzen, und dafür nähe ich zunächst einmal die hintere Schrittnaht zusammen. Das ist gar nicht mehr so viel, also nicht der große Bogen, sondern nur noch der kleine Teil, der hier übrig geblieben ist. Und im zweiten Schritt nähe ich dann auch noch die vordere Schrittnaht zusammen. Auch hier bringe ich die Kanten genau übereinander, fixiere sie mit ein paar Klammern und kann sie dann im Anschluss mit einem dehnbaren Stich festnähen. Jetzt ziehe ich meine Leggings auseinander und hinten wird der Einsatz eingenäht. Die Leggings liegt jetzt mit der linken Seite vor mir und den Einsatz lege ich entsprechend auch mit der linken Seite nach oben vor mich hin und stecke zunächst einmal die beiden Schrittnähte übereinander. Also einmal den kleinen Teil, den ich gerade eben zusammengenäht habe, und die Mitte von dem Rüscheneinsatz. Dann gehe ich links und rechts an den Kanten entlang und bringe auch dort den Rüscheneinsatz rechts auf die Leggings und schaue hier, dass die Rüschen jeweils aber nach unten zeigen, damit die, wenn sie festgenäht sind, dann auch später nach unten zeigen und nicht in die falsche Richtung abstehen. Den Einsatz nähe ich dann wieder mit einem dehnbaren Stich zusammen. Nachdem der Einsatz eingenäht worden ist, habe ich dann noch die Beininnennähte zusammengenäht und jetzt kann die Leggings auf rechts gewendet werden, sodass am Schluss oben nur noch das Bündchen angenäht werden muss. Ursprünglich wollte ich aus dem gleichen Material das Bündchen nähen, das war mir dann aber doch ein bisschen zu undehnbar an der Stelle, sodass ich mich entschieden habe, ein Strickbündchen anzunähen. Das Strickbündchen wird rechts auf rechts über die Leggings drüber gestülpt und dabei achte ich dann darauf, dass die oberste Reihe meiner Rüschen auch nach unten geklappt wird, sodass sie nicht aus Versehen mit eingenäht werden. Wenn das Bündchen angenäht ist, dann nähe ich im hinteren Bereich der Hose, da wo der Einsatz ist, noch einmal die Nahtzugaben komplett auf das Bündchen. Das sorgt nämlich dafür, dass die Rüschen später dann auch nach unten zeigen. Diese Naht setze ich tatsächlich nur auf dem hinteren Bereich, wo die Rüschen sind, nicht einmal rundherum. Und damit ist meine Kinderleggings Caleçonaki mit dem Rüscheneinsatz am Popo auch schon fertig. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen.